Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Ich möchte etwas teilen, das mir beim Deutschlernen sehr geholfen hat. Es ist keine leichte Geschichte, aber sie ist wahr und hat mir neue Hoffnung im Deutschlernen gegeben. Vielleicht gibt sie auch euch neuen Mut. Habt ihr das Gefühl, egal wie viel ihr lernt, es wird nicht besser? Fühlt ihr euch unsicher oder verloren? Mir ging es genauso. Ich gab mir Mühe, aber ich hatte keinen Plan. Ich machte keine Fortschritte und hatte kein Vertrauen. Dann hörte ich von der 1-Stunden-Regel. 1 Stunde pro Tag, mehr nicht. Keine großen Pläne und keine teuren Kurse. Nur ein einfaches Versprechen. Ich lerne jeden Tag 1 Stunde Deutsch. Es klang zu leicht. Ich dachte, es bringt nichts. Aber ich begann trotzdem. Tag für Tag lernte ich 1 Stunde. Auch wenn ich müde war, lernte ich weiter. Dann passierte etwas Neues. Ich verstand langsam mehr. Mein Hören wurde besser. Ich sprach schneller. Meine Angst wurde kleiner. Schritt für Schritt wurde ich stärker. Darum teile ich das heute mit euch. Ihr müsst nicht viele Stunden lernen. Ihr müsst nicht perfekt sein. Ihr müsst nur jeden Tag 1 Stunde lernen. Das ist das Geheimnis. Seid ihr bereit? Ich hatte viele Jahre einen Traum. Ich wollte gut Deutsch sprechen. Ich wollte Filme ohne Untertitel verstehen. Ich wollte meine Gedanken teilen. Ich wollte Menschen aus vielen Ländern treffen. Ich wollte eines Tages reisen. Doch der Traum war weit weg. Ich probierte vieles aus und suchte meinen Weg. Ich sah mir Videos an und hörte Podcasts. Ich las Grammatikbücher und lud Apps herunter, aber nichts half mir. Manchmal lernte ich 3 Stunden am Tag. Dann lernte ich viele Tage gar nicht. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte kein System. Ich verlor langsam die Hoffnung. An manchen Tagen war ich motiviert. Ich sagte mir, heute lerne ich gut. Am nächsten Tag war ich müde oder zu beschäftigt. Ich suchte Ausreden. Ich sagte mir, morgen schaffe ich es. Doch morgen kam nie. Ich begann mich mit anderen zu vergleichen. Ich sah Leute, die leicht Deutsch sprachen. Ich dachte, sie sind vielleicht klüger als ich. Vielleicht ist Deutsch nichts für mich. Dieser Gedanke war falsch, aber ich glaubte ihn. Dann passierte etwas Kleines, das wichtig wurde. Ich war in einem Laden. Ein Kunde fragte mich etwas auf Deutsch. Ich verstand ihn, aber ich konnte nicht antworten. Ich erstarrte. Mein Kopf war leer. Mein Herz raste. Ich wollte sprechen, aber keine Worte kamen heraus. Dieser Moment tat weh. Ich ging nach Hause. Ich schämte mich. Ich fragte mich, warum ich keinen einfachen Satz sagen konnte. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich fragte mich, warum ich keine Fortschritte machte. Spät in der Nacht nahm ich mein Handy. Ich suchte nach Hilfe. Ich tippte ein, wie lerne ich schnell Deutsch? Ich sah viele Tipps und viele Versprechen. Doch ein Satz blieb in meinem Kopf. Widme dich 1 Stunde am Tag Deutsch und dein Leben wird sich ändern. Ich las diesen Satz viele Male. 1 Stunde. Es klang so einfach. Kein großer Plan. Keine langen Stunden. Nur 1 Stunde. Ich wusste nicht, ob es klappt, aber ich war neugierig. Am nächsten Morgen setzte ich mich hin. Ich nahm mein Notizbuch. Ich dachte über diesen Satz nach. Ich sah in meinen Kalender. Dann traf ich eine kleine Entscheidung. Ich schrieb auf die erste Seite. Ab heute lerne ich jeden Tag 1 Stunde Deutsch. Keine Ausreden, keine Pausen. Dieser Satz änderte mein Leben. Ich wusste damals nicht, was ich lernen soll. Ich hatte keinen Plan. Aber ich wusste, ich muss anfangen. Ich war müde vom Zweifel. Ich wollte die Kontrolle zurück. Ich wollte nicht sofort perfekt sein. Ich wollte nur besser sein als gestern. Auch gab ich mir ein Versprechen. Ich will nicht perfekt sein. Ich will da sein. Ich will jeden Tag 1 Stunde lernen. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn ich müde bin. Dieses kleine Versprechen öffnete ein neues Kapitel. Es begann mit einer einfachen Regel. 1 Stunde pro Tag. Ein Tag. Der erste Tag war neu und spannend. Ich freute mich, aber ich hatte auch Angst. Ich wollte nicht wieder scheitern. Früher gab ich mir viele Versprechen. Ich hielt sie nicht. Dieses Mal wollte ich es anders machen.
Ich stellte einen Timer auf 1 Stunde. Ich begann mit etwas Einfachem. Ich öffnete YouTube und suchte eine einfache Geschichte auf Deutsch. Ich fand ein Video mit einer langsamen Stimme. Ich drückte auf Play und hörte zu. Meine Gedanken wanderten oft weg. Ich verstand nicht alles. Ich war etwas traurig, aber ich sagte mir, es ist okay, mach weiter. Ich stoppte das Video und startete neu. Ich hörte die Geschichte 3-mal. Ich schrieb neue Wörter in mein Notizbuch. Es fühlte sich gut an. Ich hatte angefangen. Am nächsten Tag machte ich weiter. Ich tat dasselbe wie am ersten Tag. Doch ich fügte etwas Neues hinzu. Ich sprach die Sätze laut nach. Zuerst war es seltsam, aber ich war allein. Also sprach ich weiter. Ich ahmte die Stimme im Video nach. Ich fühlte mich etwas albern, aber es half mir wirklich. Am 3. Tag begann ich es zu mögen. Ich freute mich auf meine Deutschstunde. Es wurde eine Gewohnheit. Ich wählte ein kurzes Video. Ich hörte zu, schrieb Wörter auf und übte die Aussprache. Dann las ich etwas. Ich fand eine kurze Geschichte auf Deutsch und las sie langsam. Wenn ich ein Wort nicht kannte, suchte ich die Bedeutung und schrieb es auf. Am 4. Tag merkte ich eine kleine Änderung. Ich verstand mehr. Wörter wurden leichter. Ich sprach noch nicht gut, aber ich machte Fortschritte. Ich fühlte mich stärker und sicherer. An diesem Tag war ich sehr müde. Ich hatte einen langen Tag. Mein Kopf tat weh. Ich wollte nicht lernen. Ich wollte meine Deutschstunde auslassen. Aber ich öffnete mein Notizbuch. Ich sah mein Versprechen. 1 Stunde jeden Tag. Keine Ausreden. Auch setzte ich mich hin. Ich fand ein kurzes Video. Es dauerte 10 Minuten. Ich sah es 6-mal. Ich tat nichts Besonderes. Aber ich tat etwas. Ich hielt mein Wort. Das machte mich stolz. Am 6. Tag war Deutsch ein Teil meines Tages. Ich wartete nicht auf den perfekten Moment. Ich tat es einfach. Wie Zähneputzen wurde es normal. Am 7. Tag passierte etwas Schönes. Ich sah ein Video. Plötzlich verstand ich einen ganzen Satz. Ich stoppte nicht. Ich suchte nichts. Ich verstand ihn einfach. Ich lächelte. Es war ein kleiner Erfolg. Für mich war er groß. Diese Woche zeigte mir etwas. Man muss nicht alles an einem Tag schaffen. Man muss nur jeden Tag etwas tun. Ein kleiner Schritt. 1 Stunde. Die 1-Stunden-Regel half mir nicht nur beim Deutschlernen. Sie gab mir auch Geduld und Mut. Das war der Anfang. Nach einer Woche fühlte ich eine Veränderung. Ich sprach noch nicht gut. Ich musste noch viel lernen. Aber ich hatte Hoffnung. Ich hatte einen Plan und eine neue Gewohnheit. Ich kam jeden Tag. In der 2. Woche wollte ich besser lernen. Ich fragte mich, wie ich die Stunde gut nutzen kann. Ich wollte in Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben besser werden. Auch teilte ich die Stunde ein. Zuerst hörte ich 20 Minuten zu. Jeden Morgen suchte ich ein kurzes deutsches Video. Es durfte nicht zu schnell sein. Ich hörte aufmerksam. Wenn ich etwas nicht verstand, stoppte ich. Ich hörte es noch einmal. Ich hatte keinen Stress. Am 3. Tag begann ich es zu mögen. Ich freute mich auf meine Deutschstunde. Es wurde eine Gewohnheit. Ich wählte ein kurzes Video. Ich hörte zu, schrieb Wörter auf und übte die Aussprache. Dann las ich eine kurze Geschichte auf Deutsch. Ich las langsam. Wenn ich ein Wort nicht kannte, suchte ich die Bedeutung und schrieb es auf. Am 4. Tag merkte ich eine kleine Änderung. Ich verstand mehr. Wörter wurden leichter. Ich sprach noch nicht gut, aber ich machte Fortschritte. Ich fühlte mich stärker und sicherer. An diesem Tag war ich sehr müde. Ich hatte einen langen Tag. Mein Kopf tat weh. Ich wollte nicht lernen. Ich wollte meine Deutschstunde auslassen. Aber ich sah mein Versprechen. 1 Stunde jeden Tag. Keine Ausreden. Auch setzte ich mich hin. Ich fand ein Video mit 10 Minuten. Ich schaute es 6-mal. Ich tat nichts Besonderes. Aber ich tat etwas. Ich hielt mein Wort. Das machte mich stolz. Am 6. Tag war Deutsch ein Teil meines Tages. Ich wartete nicht auf den perfekten Moment. Ich tat es einfach. Es war wie Zähneputzen. Am 7. Tag passierte etwas Schönes. Ich sah ein Video.
Plötzlich verstand ich einen ganzen Satz, ohne Pause, ohne Hilfe. Ich verstand ihn einfach. Ich lächelte. Es war ein kleiner Erfolg. Für mich war er groß. Diese Woche zeigte mir etwas. Man muss nicht alles an einem Tag schaffen. Man muss jeden Tag etwas tun. Ein kleiner Schritt. 1 Stunde. Die 1-Stunden-Regel half mir nicht nur beim Deutschlernen. Sie gab mir Geduld und Mut. Das war der Anfang. Nach einer Woche fühlte ich eine Veränderung. Ich sprach noch nicht gut. Ich musste noch viel lernen. Aber ich hatte Hoffnung. Ich hatte einen Plan und eine neue Gewohnheit. In der 2. Woche wollte ich besser lernen. Ich teilte meine Stunde ein. 20 Minuten hören, 15 Minuten sprechen, 15 Minuten lesen, 10 Minuten schreiben. Ich hörte zuerst zu. Ich suchte jeden Morgen ein kurzes deutsches Video. Ich hörte langsam und genau. Dann sprach ich. Das war schwer. Ich hatte niemanden zum Üben. Auch sprach ich mit mir selbst. Ich sah in den Spiegel. Ich stellte mich vor. Ich erzählte von meinem Tag. Ich wiederholte Sätze aus dem Video. Ich machte viele Fehler, aber ich machte weiter. Dann las ich. Ich wählte kurze Texte. Ich las langsam. Ich markierte neue Wörter. Ich wollte das Lesen genießen. Am Ende schrieb ich. Ich schrieb ein paar Zeilen über meinen Tag. Ich dachte nicht viel über Grammatik nach. Ich schrieb frei. Mit der Zeit wurde mein Schreiben besser. Dieser Plan war einfach. Ich brauchte keinen Kurs. Ich brauchte nur Zeit und Mut. Manche Tage waren leicht, manche waren schwer. Aber ich machte weiter. 1 Tag. Wenn ich einen Tag verpasste, gab ich nicht auf. Ich machte am nächsten Tag weiter. Nach 3 Wochen fühlte sich meine Routine normal an. Ich brauchte keinen Wecker. Ich freute mich auf meine Deutschstunde. Sie wurde meine Lieblingszeit. Eine Zeit zum Lernen und Wachsen. Fast ein Monat war vorbei. Ich hielt jeden Tag meine Stunde ein. Manche Tage waren spannend, andere waren langweilig. Aber ich hörte nicht auf. Dann passierte etwas Starkes. Ein Kunde rief an. Er sprach Deutsch. Früher hätte ich Angst gehabt. Aber dieses Mal blieb ich ruhig. Ich hörte zu. Ich verstand ihn. Ich atmete tief ein und antwortete. Meine Worte waren nicht perfekt, aber sie waren klar. Und er verstand mich. Das Gespräch war kurz. Aber für mich war es ein Sieg. Ich fühlte mich frei und stark. Nach diesem Tag merkte ich viele kleine Dinge. Ich sah ein Video ohne Untertitel und verstand fast alles. Ich schrieb einen Kommentar auf Deutsch. Ich brauchte kein Wörterbuch. Ich träumte manchmal auf Deutsch. Meine Angst wurde kleiner. Ich sprach mehr. Ich übte mehr. Ich wurde stärker. Meine Familie merkte es. Meine Schwester sagte, mein Deutsch sei besser. Ich sagte nur, 1 Stunde am Tag. Dieser Satz zeigte mir, wie weit ich gekommen war. Deutsch wurde zu einem Teil in meinem Leben. Es war nicht mehr schwer. Es war meine neue Stärke. Ich schrieb meine Gefühle auf Deutsch auf. Es half mir. Ich las Nachrichten auf Deutsch. Ich sah motivierende Videos. Ich lernte die Welt neu kennen. Meine Gedanken wurden größer. Meine Welt wurde größer. Viele fragten mich, wie ich so schnell lernte. Ich sagte immer, 1 Stunde pro Tag. Manche glaubten es nicht, aber ich wusste, dass es stimmt. 1 Stunde mit Ruhe ist besser als 10 Stunden mit Stress. Die größte Veränderung geschah in mir. Ich glaubte an mich. Ich sagte nicht mehr, ich kann nicht. Ich sagte, ich kann es. Diese neue Haltung half mir in vielen Bereichen. Ich arbeitete besser. Ich war freundlicher. Ich war geduldiger. Deutsch war nicht mehr meine Schwäche. Es war meine Stärke. Meine Reise war nicht zu Ende. Ich musste noch viel lernen. Aber ich hatte ein starkes Herz. Ich hatte eine Gewohnheit. Ich hatte echte Fortschritte. Und ich glaubte an mich. All das wegen einer einfachen Regel. Die 1-Stunden-Regel. Meine Freunde, ich will ehrlich sein. Diese Reise war nicht immer leicht. Ich war oft müde. Ich hatte oft keine Lust. Aber ich gab nicht auf. Ich hielt mein Versprechen. 1 Tag, 1 Stunde. Heute bin ich stolz.
Nicht, weil ich perfekt bin. Ich lerne immer noch. Ich bin stolz, weil ich nie aufgehört habe. Ich gab meinem Traum Zeit. Ich glaubte an mich. Ich lernte etwas Wichtiges. Kleine Schritte bringen große Erfolge. Du musst nicht 5 Stunden lernen. Du brauchst keine perfekte Grammatik. Du musst nur anfangen und weitergehen. 1 Stunde am Tag reicht.